Hallöchen, ich grüße dich. Heute geht's in Richtung Winter und da darf der Glücklichmacher Pasta keinesfalls fehlen. Fangen wir an. Der Winterklassiker Wirsing kommt hier heute zum Einsatz. Der Strunk ist in diesem Rezept nicht gewünscht und deswegen wird er zunächst einmal herausgeschnitten. Und dann legen wir uns die Blättchen kurz an die Seite. Und weiter geht's auch schon mit dem Knoblauch. Gepellt und angeditscht ist auch dieser schon vorbereitet. Nahtlos machen wir mit der italienischen Salsiccia weiter. Die Würstchen werden eingeritzt und die Pelle kann dann auseinandergeklafft und das Brät schließlich mit einem Teelöffel herausgekratzt werden. Jetzt wird noch ein gutes Stück Parmigiano gerieben und das Ende keinesfalls wegwerfen, das brauchen wir noch. Und dann geht's auch schon an der Feuerstelle weiter. In einem großen Topf habe ich Wasser auf Temperatur gebracht und gebe ca. 250 Gramm Bandnudeln hinein. Na klar, Salz darf nicht fehlen, also rein damit. Die Wirsingblätter zupfe ich etwas klein und auch die gebe ich mit ins heiße Wasser. Ich lasse sie für rund 5 Minuten ankochen, sodass sie etwas weicher werden. Und den Knobi, den gebe ich ebenfalls dazu. Das verleiht ihm später eine Cremigkeit und eine milde Note. Aber alle Schritte und Mengenangaben im Detail kannst du nochmals in Ruhe in der Infobox nachlesen. Schau da mal rein. Nach rund 5 Minuten Kochzeit fische ich den Wirsing und den Knoblauch wieder raus. Diese gebe ich dann in meinen Mixer. Den Herd stelle ich derweil aus und lasse die Nudeln bissfest gar ziehen. Nimm den Topf am besten gänzlich von der heißen Herdplatte, damit du sicher gehen kannst, dass die Pasta nicht zu Brei gart. Den Knobi, den fische ich auch noch raus und weiter geht's dann an der Küchenmaschine. Der Mixtopf wird dann fixiert und es folgen noch weitere Komponenten wie ein guter Schluck Olivenöl, ca. 50 Gramm geriebenen Parmesankäse, unbedingt eine halbe Tasse Nudelwasser sowie Salz und etwas Pfeffer. Jetzt wird der Deckel aber fest verschlossen und ab geht die Party. Ist alles gut durchgehäckselt, machen wir wieder an der Feuerstelle weiter. So langsam sind wir auf der Zielgeraden. In einer Pfanne erhitze ich dann nochmals einen Schluck Olivenöl und gebe dann das Salsiccia-Brät mit hinein. Dann alles gut verteilen, sodass es gleichmäßig gart. Und die Nudeln habe ich inzwischen abgegossen und gebe sie ebenfalls mit dazu. Alles nochmal kräftig und kurz anbraten, bevor dann unsere Kohlmischung auch in die Pfanne kommt. Ein paar Kellen Nudelnwasser gebe ich ebenfalls hinzu und stelle die Herdplatte inzwischen aus. Das Stück Parmesan, was nicht mehr gerieben werden konnte, gebe ich ebenfalls dazu und lasse es darin noch etwas Geschmack abgeben. Lass den ganzen Kram für ein paar Minuten durchziehen und zum Anrichten holst du das Parmesanstück wieder raus. Gut vorbereitet hast du nun in unter 30 Minuten ein leckeres Pastagericht aufgetischt. Hat's dir gefallen? Unterstützung wie Däumchen nach oben und einen lieben Kommentar helfen mir sehr weiter. Wenn du magst, sehen wir uns nächste Woche wieder. Mir bleibt zu sagen, liebe Grüße, die Novi.